what do we do? Questions and answers? There are questions? Or? Maybe we just arrive at Radha Kunda. Maybe you can say something about the speciality of Radha Kunda and Seva at Radha Kunda in the eternal realm. Speciality of Radha Kunda and the Seva in Radha Kunda in Nitya Vrindavan, Goloka Dham. Speciality of Radha Kunda is revealed to us by the eternal residence of Radha Kunda. The eternal residence of Radha Kunda are the 6 Goswamis, Sri Rupa Raghunath, Sanatan, Raghunath Bhatta, etc. Especially Rupa and Raghunath, they reveal the speciality of Radha Kunda in their writings. Upadeshamrita, Rupa Goswami writes that of all the places in Braj, Mathura is the greatest because Krishna took birth there. But higher than Mathura is Gaurian Hill because Krishna lifted it for 7 days. And higher than Gaurian Hill is Radha, the highest place of all is Radha Kunda because Krishna has his most satisfying pastimes to Radha Kunda. Because Radha Kunda, everything is in Radha Kunda. Raslila is in Radha Kunda, Jal Keli, Juan Leela, Holy Leela, Bambihar, Bojan Leela, Banshi Chori, Pashakela, dice throwing, everything, gambling with dice, Pashakela it's called. So all the Leelas are here. And so this makes it the topmost place of all Brajmandal. Raghunath Das Goswami writes in Stavavali that all the holy places. I think I quick have to translate, huh? Me? Okay, so wir sind angekommen am Radha Kunda, der wunderbarste aller Orte. Es ist der Ort, wo Radha und Krishna sich ewiglich treffen und es ist offenbart in allen Schriften der Goswamis und speziell im Upadeshamrita von Srila Rupa Goswami sagt oder? Es gibt die Kunjas in Vrindavan, aber noch höher. Es ist die vertraulichen Orte am Govardhan und noch tiefer und vertraulicher sind die Orte hier am Radha Kunda. Das ist der Ort, wo Radha und Krishna sich täglich treffen und so viele Spiele hier täglich ausführen. Because initially Radha Kunda manifested in this world because of Krishna's desire to have a special rasa dance. Because after the Maharaj dance in Vrindavan, or actually in the Maharaj dance took place in a village called Rasoli Gram, which is near Chatta. That's the place of the Maharaj. The daily Rasa Leela happens in Vrindavan, Vamshivat, Kovishwar, that area, beautiful in. So, es gibt ganz wunderbare Maharaj, der findet, what is the place? Rasoli. Rasoli, das ist in der Nähe von Chatta, findet statt. Aber der tägliche Rasatanz in den Nächten von Vrindavan ist in Vamshivat, wo wir gestern waren, findet dort statt. Yeah. So, when the Maharaj dance was there, Radharani got upset because she saw that she was being treated like all the other gopis. So she left the Maharaj dance and Krishna ran after her. So, Srimati Radhika hat gesehen, dass Krishna mit Millionen und Millionen Gopis gleichzeitig tanzt. Und in ihr hat sich etwas gestört. Und sie hat den Rasatanz verlassen und Krishna ist ihr nachgerannt in großer Verzweiflung. And Krishna, when he found Radharani, he said, "Why did you leave?" He said, "There's so many newcomers, sadhana siddha gopis here, entering the Rasa Leela. I don't feel comfortable. I just came here yesterday." Oh, da sind so viele sadhana siddha Gopis, ganz neue Gopis, die noch nicht diese ganz tiefen Kunst ganz tief erfasst haben, ihn zu erfreuen. Oh, ich fühle mich hier nicht wohl. Just came yesterday.
sind gerade gestern gekommen, ja. So she said, so Radharani was a little miffed, a little upset with that rasa dance. So in Kartik time, no, actually, that was the year before. That was in August, September Maharaj dance. And 6 months later, Krishna organized a special rasa dance during Chaitra month. Chaitra month is this month right now. March and April is called Chaitra month. So, 6 Monate später hat Krishna wieder einen Rasa-Tanz organisiert, genau in dieser Zeit. So he invited Radharani for Ras here at Gaudiya on Chaitra Purnima. So, das war am Vollmondtag dieses Monats, Chaitra Purnima. And this rasa dance, only selected gopis were invited. Und dort waren nur die ganz vertieften Gopis eingeladen. Only the in crowd. Also der innere Kreis. The Nityasiddha Sakis. Die Nityasiddha Sakis. Radha, Lalita Vishaka, etc. Radharani, Lalita Vishaka und alle. So during that rasa dance, and by chance, Kamsa sent one Rakshas, demon, Shankachuda, came to steal the gopis. Und dann hat Kamsa von Mathura einen Asura geschickt. No, excuse me. That was Holy Purnima. This is Chaitra Purnima. Chaitra Purnima was Aristasura. So hat Kamsa hat einen Asura hierher geschickt. Aristasura. Aristasura was disguised as a bull. Der hat sich versteckt als ein Stier. Because these mystic yogis, they're called form changers. Diese mystischen Yogi, das sind Formwechsler, die können alle Formen annehmen. They could appear as a human being, or as a snake, or as a bird, as a bull, as a calf, any kind of thing. Sie können als Schlangen oder als Stiere oder in allen Formen erscheinen. So Krishna killed that bull on Chaitra Purnima. So Krishna hat diesen Stier am Vollmond von Chaitra getötet. Which is about 15 days from today. So, das ist jetzt in 15 Tagen. So if you're here in 15 days, come back at midnight on April 6th and bathe in Radha Kunda to celebrate the Avirbhav Tithi, appearance day of Radha Kunda. So, wenn ihr noch da seid, könnt ihr gerne wieder kommen. Am 6. April ist nämlich der Erscheinungstag von Radha Kunda. Param Dham Shri Radha Kunda ki Jai! So Radha Kunda has an amazing pastime of appearance in this world, but in the spiritual world, it's most significant here because all the Goswamis came to try to discover the holy place of Krishna's pastimes. Bhugarva Goswami came, Lokanath Goswami came before the 6 Goswamis. So, das hat so viele erstaunliche Orte hier und Gefährten von Lord Chaitanya wie Bhugarva Goswami und Lokanath Goswami sind noch vor den 6 Goswamis hierher gekommen und haben in innerer Trance haben sie Orte hier entdeckt. They discovered many holy places, Leela Stalis of Radha Krishna, but they couldn't discover Radha Kunda. So, sie haben viele Lilas Orte entdeckt, aber Radha Kunda nicht. So Radha Kunda was discovered personally by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Also es ist Chaitanya Mahaprabhu selber, der Radha Kunda wiederentdeckt hat. It was already here, it was already a place of pastime, but it became covered over time. Das ist ein ewiger Ort der Spiele von Radha und Krishna, aber es ist von den äußeren Umständen wie zugedeckt geworden. The Padma Purana says that Radha Kunda is non-different from Radharani. Also, und diese Radha Kunda ist wirklich die zweite Form von Srimati Radhika. Padma Purana. Padma, you said that? Yes. Oh, I knew. I'm listening to your translation. So that's significant. Raghunath Das Goswami says in Salali, if you take all the holy places in Braj Mandal, all the holy places together, they won't equal one speck of dirt in Radha Kunda. Raghunath Das Goswami schreibt, wenn wir alle heiligen Orte, selbst im Braj Mandal, zusammennehmen würden, sind die nicht vergleichbar mit einem Staubkörnchen von Radha Kunda.
And Raghunath spent about 45 years doing bhajan, living in Shamakund, Radhakund. Und der Raghunath Swami hat 45 Jahre hier verbracht, am Shyamkund Radhakund für Bhajan. So Rupa Goswami in his writings, he says 5 things have tremendous power and ability to give Krishna prema. Babu, Macha Svarsha, Babu Vijay. With a slight touch of these 5 practices, one Bhav can appear in the heart. Ja. Rupa Goswami beschreibt, es gibt 5 Dinge, die eine enorme Kraft haben und Bhava Upajay, die haben die Kraft, Bhav, ewige spirituelle, in der Berührung mit denen ewige spirituelle Emotionen in uns wachzurufen. Will manifest in the heart, not rise from the heart, manifest. Manifestieren, ja. So what are the 5 practices? What are the 5 types of sadhana? Was sind diese 5 Sadhanas? Everyone knows. Everyone knows? Ja. Okay, good. So one of them is Mathura Vasa Stali. I don't know. Thank you. Krishna Chandra will tell you. 5 most important limbs, Angas, Bhakti Angas, Panchanga Bhakti is called. Panchanga Bhakti, diese 5 kraftvollsten Teile. It's explained in Bhakti Rasa Sindhu 2 times mentioned. Es ist zweimal im Bhakti Rasa Sindhu erwähnt. Number 1. Das erste ist Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. Number 2. Nam Kirtan. Nam Kirtan. Number 3. Bhagavat Shravan. Bhagavat Shravan, hearing Bhagavatam. And Vishwanath gives a commentary. He says, Bhagavat Shravan Rasik Bhakta Sangha. Hear the Bhagavatam in association with Rasik Vaishnava. So, also nicht nur heilige Schriften lesen oder das Bhagavatam lesen, sondern man soll das tun in der Gemeinschaft mit Rasika Vaishnavas. Vishwanath Chakravarti. Das sagt Vishwanath Thakur. So that's 3. What's the 4th one? Der Vorsan heißt Archa Seva. Sri Murti Shraddha Seva, serving the Murti of Bhagavan, Jagannath, Chaitanya, Giriraj, Radha Krishna, etc., Nachi, with love and devotion. Das 4. ist, was so eine Kraft hat, denn die Form Gottes zu verehren, Giriraj, Radha und Krishna, Nityananda Gauranga, Mahaprabhu. Nachi, Nachi, Nati. Sri Nachi. Sri Nati. Der Dhiraj Gopal. Dharan ki, Jai! Adamikana Bhagavan, Shri Krishna ki, Jai! Jaya Jaya Sri Radhe. And the 5th one? What is the 5th one? Mathura Vasa Stali, live in Braj Mandal. So living in Braj Mandal by slight contact will give Bhav. So how much faster you get Bhav by living in Radhakund? So, oder in Braj zu residieren, das ist das 5. Weil einfach nur die Berührung mit dem heiligen Ort, mit Bhav, mit einer Emotion im Herzen auftauchen lassen, die gar nie gekommen wäre, die wir gar nie in uns tragen, ein Geschenk von der spirituellen Welt. Aber noch viel kraftvoller ist es in Radhakund. As a characteristic of all Braj Mandal is that slight contact will manifest Bhav in the heart. So this is the most powerful, most highest place in all Braj Mandal. So the effective, the speed and effect of getting Bhav will even be faster, more profound. So, jede Berührung mit Brajamandal wird Bhav in uns auslösen, aber am Radhakund wird es noch intensiviert. Radha Kunda ki. Jaya! So what the speciality of Radha Kunda is the leelas that happen here. So, was so speziell ist, sind die Lilas, die hier stattfinden. And I will connect this verse to the answer I'm going to give. This is a verse after Vyasadeva and Shukamuni narrated the whole Krishna Lila in 10th canto of Bhagavatam. And the last chapter 90 of the 10th canto, verse 48, which is 2 verses before the end, he says, 2 Verse am Ende, kurz vor dem Ende vom 10. Kanto, im 90. Kapitel.
Jayati Janani Vaso Devi Janani Vado Yadavar Parishat Swer Dorvirasya Nadarman Stirachara Susmita Srimukena Rajapur Vanitana Vardayan Kamadeva. Bhagavan Sri Krishna, who is living amongst the Brijvasis and the Yadavas, is also known as Devaki Nandan and Yashoda Nandan. So Krishna, die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, heißt auch Devaki Nandan und Devaki ist ein anderer Name von Mutter Yashoda. Krishna, with his powerful arms, he destroys everything inauspicious. Und mit seinen unendlich kraftvollen Armen zerstört alles, was nicht glücksverheißend ist. And every impious person gets destroyed. Und alles, was nicht ihm zugeneigt ist, das löst sich auf. He destroys everything inauspicious for all living entities. Alles Unglücksverheißende für alle Lebewesen zerstört er. So that's for the non-devotees. Now what does he do for the Das ist für die devotees? Nicht-Devotees. Was macht er für die Geweihten? Krishna's blissful, smiling face. Sein wunderbares, strahlendes Gesicht. Like this guy. He always has a blissful, smiling face. Wie dieser Typ da. It's like a full moon, Krishna Chandra. Full moon smile. He's just born with it. He came out smiling. Everybody else goes out crying. Oh. The party's on! The party's on! Okay, I'm on. Let's party. They're all, oh. Die Menschen, die kommen weinen aus dem Mutternheim, aber man darf auch lachen, wenn man rauskommt. With his smiling face, he vanquishes the lusty desires of the gopis. So, excuse me, he increases the lusty desires. There's never been a case in all history where a smiling face didn't increase the lusty desires of a man. Und das wunderbare Lächeln von Shyam Sundars Gesicht erhöht die intensiven Wünsche nach liebendem Austausch mit Krishna. Let Krishna be all glorious and happy. Wir mögen alle Lebewesen so glückselig sein. Jayati, Jayati. Jayati, Jayati. Vishwanath Chakravarti gives a very significant and important commentary, tika, on this shloka, 10th canto, chapter 90, verse 48. So, Vishwanath Chakravarti gibt einen ganz wesentlichen Kommentar zu diesem Vers. Das ist der 48. Vers im 90. Kapitel. The verse starts with Jayati, Jayati. Jayati, Jayati, so beginnt er. Excuse me, one time. Jayati. Jayati, Jayati. What does Jayati mean? Was bedeutet Jayati? He explains. Jayati means ki jai. Victory. The word Jayati means we have Vijay Ekadasi. Before Ram Navami, there's Vijay Ekadasi. Ramchandra observed Vijay Ekadasi and he got victory over Ravana. So, der Ekadashi, der gerade jetzt vor Ram Navami ist, der letzte Ekadashi, den wir hatten, heißt Vijay Ekadashi. Das ist der Tag. That's the next one. Next one. Yeah, must be. No, 30th is Ram Navami. It was the last one. I don't think there's another Ekadasi. Isn't it? There's 15 days of Chaitra Shukla Paksha. Yes. We had 18th, 19th we had Ekadashi. In March. Yes, 18th of March was Ekadashi and 30th is Ram Navami. 30th is Ram Navami? Yeah. That's 13 days. There should be another Ekadasi in there. Irgendwann müsste da noch eine Ekadashi No, I reingequetscht mean werden. there's 15 days of Shukla Paksha and 15 days of Krishna Paksha. Es gibt immer So 15 Tage des zunehmenden what was Mondes. Ekadasi was Saturday. Listen. Ekadasi Saturday, Sunday's Dwadasi, Monday's Shirasi, Tuesday's Chaturasi, Kala is Amavasya. And 15 days after Amavasya is Purnima. Between those 15 days, oh, okay, it's not before
It's not before, it's after. After Ram Navami, yes. But he observed it before, the year before his birthday. I mean, Okay. Ramchandra, because Ravana was killed later than Ram Navami. Ram Navami is separate. I made a mistake, you're correct. Vijay Kasi doesn't come before Ram Navami, comes after it. I think so, maybe now I'm confused. Anyway, definitely Ram Navami comes before Kasi. 9 comes before 11. That's guaranteed. I know that much. Ich weiß, dass 9 vor 11 kommt, aber der Geburtstag von Ram, vor Ekadashi. Jayati, Jayati, Jayati. It means victorious. But the important thing is, Vishnu points out, this word Jayati is in present tense. Das in der Gegenwartsform. It means is. So he says, Krishna, it says, Jayati Nivaso. Jayati Jana Nivaso. Jana means people. Brishvasis, Yadavas. Nivas means living. Nivas means living. Like we say, Brajvasi. Wie Brishvasi. Nivasa heißt Lebewesen, oder? So it says Jayati Nivaso. So Jayati, Vishnu says, is in present tense, which means all glories to Krishna who is living in Brajmandal. So, das ist nicht Jayati, eine Ehre zu Krishna, der vor 5000 Jahren hier gelebt hat, sondern der jetzt hier ist. Otherwise, if Krishna was not, what it means is, what it implies or what it means directly is, that Krishna eternally lives in Brajmandal. Krishna lebt ewiglich in Brajmandal. Padma Puran says, Vrindavanam Pritaja Ekapadam Nagachati. The Krishna doesn't take one step outside of Brajmandal. Krishna macht nie ein einziger Schritt außerhalb von Vrindavan. So Krishna moves different places in Brajmandal on his feet. Schritt. Feet. Ah ja. Alles sind seine Füße, sind seine wichtigsten. He walks. Seit überall hinterlässt seine Fußspuren und Abdrücke. So his transcendental body is moving all over Brajmandal. Sein transzendentaler Körper bewegt sich überall durch Vrindavan. But his heart never takes a step out of Radha Kunda. Und geht nie einen Schritt außerhalb von Radha Kunda. So Krishna's heart is always in Radha Kunda. Sein Herz ist immer in Radha Kunda. That's why all the places in Brajmandal, Krishna always said one place is equal to Radharani. Und es gibt keinen Ort, der nur irgendwie mit Radharani sich vergleichen könnte. Varsana is not equal to Radharani. Rabogram is not equal to Radharani. Varshana nicht und Nandagram nicht. That's not Hindi. But Radha Kunda is Radharani. Saksha Radharani. Aber der Kunda hier ist wirklich eine direkte Form von Srimati Radhika. So after Krishna killed Aristasura, he had a rasa dance on the banks of Radha Kunda. Nachdem Krishna diesen Stierdämon getötet hat, hat einen Rasatanz hier am Radha Kunda. This is explained in the commentaries of Vishwanath Chakravarti on 10th canto, chapter 36. Das ist im 36. Kapitel im Ras Lila Kapitel beschrieben. So Radha Krishna have all their wonderful pastimes here that everyone knows about. Jalkali, Vamshi Chori, and they're all described in various books like Govinda Lilamrita, and Samar, and Gopal Champu, and Krishna Kumudi, and Bhavana Sarasangra. So, oder all diese wunderbaren Spiele, die hier Krishna hat, die sind in Schriften beschrieben wie Govinda Lilamrita, Krishna Bhavanamrita, Krishna Kumudi, Krishna Bhavana Sarasangra. Krishna Bhavana Sarasangra, yes. I say Krishna. Yes. So I that's enough for today to speak about Radha Kunda. Yes. But I want to take questions. I didn't turn Ich on. möchte jetzt ein paar, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendetwas habt, könnt ihr gerne das einbringen. You ask questions in German, and Krishna Chandra will translate. Kannst du in Deutsch sprechen und ich übersetze es ihm. Ich würde gerne wissen, hat am Anfang beschrieben, wie Radha wegging von diesem Radha-Tanz, als die Gopis noch dabei waren, die Newcomers waren. Und mich würde interessieren, was der
Grund war. Also ich verstehe schon, weil sie möchte, dass nur die Perfekten Dienerinnen in dem Sinne um ihn herum sind. Aber wenn ja Krishna sich freut über jede Seele, die zu ihm zurückkehrt, spüre ich so, ist wahrscheinlich doch diese Freude größer, als ob sie perfekt dienen. Warum geht dann Radhika, von der ja auch der erste Tropfen der Gnade Bhakti erweckt? Warum geht sie dann mehr? You described that in the first Ras Leela, that Radhika looked, oh, so many gopis and so many newcomers are here, and then she left. And the Maharaj. In the Maharaj, yes. So she said, actually, it's a little strange because Krishna is so happy that all jivas are coming, and especially Radhika, she's like the personification of Kripa, and all the first seed of bhakti is like a manifestation of Radhika's Shakti. So she should be most happy. Women are women. I don't accept this answer. You can't make, there's this rationality and irrationality. So what you're saying is rationality, but Krishna Leela is transrational. Was du gerade sagst, das ist aus der Ebene von Ratio, von Verstand, aber das Lila ist transrational. It goes beyond rationality and beyond irrationality. Es ist jenseits von Everything is, Ratio und jenseits von Irratio. everything is Vaishnavi said about Radharani's nature is Karunamayi, and Krishna is happy to see jivas get liberated. He makes all arrangements for that to happen. So why is Radharani upset? It has nothing to do with the liberate jivas at all. Radharani is only thinking about Krishna's happiness in the Rastas. Natürlich ist Radharani Karunamayi und natürlich ist Krishna unendlich glücklich für jede einzelne Jiva, die zu ihm kommt. Aber And she's also teaching newcomer gopis how to control Krishna. Aber auf diese Weise, wenn sie das tut, lehrt sie eigentlich sogar die Neuen, die Ankömmlinge, A new die sie girl Krishna has, unter Kontrolle bringen a können. younger sister has to learn from her older sister the ropes, how to tackle men. So, oder? Die jüngere Schwester lehrt von der älteren Schwester, wie man Männer betören kann. Older sister knows all the tricks Die kennt die Tricks, to control men. um Männer zu So that's the Baba, one of the Naika Babas called Swadhina Bhatrika Bab. Eine Stimmung in Srimati Radhikas Herz heißt Svadhin Bhatrika. So Radharani leads the Rasa dance to increase Krishna's happiness. So Radhika verlässt den Rasatanz nur, um Krishnas Glück zu vergrößern. So when we're looking at Krishna Leela, we shouldn't look at Krishna Leela from our view, from our subjective view. So, wenn wir Krishnas Lila betrachten, ist es ganz wesentlich, das nicht immer nur aus unserer subjektiven Perspektive zu sehen. And try to measure Krishna's Leela on the basis of our rationality microscope. So von unserem rationalen Mikroskop, also dieser kleinen Engsicht. We have to understand that Krishna's own Purnamadam Purnamidam, everything he does and everything his Shakti does is perfect and complete. So Krishna ist Om Purnamada Purnamidam. Alles, was er tut und was seine Shakti tut, ist immer vollständig und perfekt. There's nothing wrong in the Leela, there's nothing imperfect, there's nothing missing there in the Leela. So, es ist nie irgendetwas unperfekt im Lila und es kann auch nie etwas fehlen. Because everything is traced to the center. Weil alles ist aufs ewige Zentrum fixiert. The center is Krishna's happiness. Und was ist dieses Zentrum? Krishna zu And how to erfahren. expand Krishna's happiness more and more every second. Und wie man jede Sekunde Krishnas Freude weiter vergrößern und vertiefen This will. is Radharani's primary focus of her heart and life's energy. So, das ist Radharanis einziger Fokus und ihr ganzes Sein ist nur auf das ausgerichtet. Exhibiting her other qualities like Krunamayi, Kripamayi, that's secondary. So, das Zweite, dass sie voller Gnade für alle Lebewesen ist, das ist zweitrangig, verglichen zum Ersten.
You mentioned that the sadhana says they should be happy. We're not saying they weren't happy. Radharani's movements and rasa dance has nothing to do with the sadhana Siddha gopis. Oder? All diese Bewegungen, was Radharani tut, wird auch die Sadhan Siddha Gopis, diejenigen, die gerade neu kommen, unendlich erheben und wird sie nie irgendwie enttäuschen. Other than teaching them indirectly how to control Krishna. Oder? Aber Radhika lehrt ihnen indirekt, wie sie Krishna gänzlich auch unter ihre Kontrolle bringen können und so Krishna erfreuen. So Radharani exhibited Saubhagyaman, Radharani hat eine Stimmung, der ist so Bhagyaman, which means very, very positive jealousy. ein ganz Saubhagya means very good, very positive. Saubhagya. Saubhagya heißt überwältigt sein vom Glück. We say Bhagyashali means very fortunate person, Bhagyashali. Das heißt jemand, der wirklich vom extremen Glück gesegnet ist. So Saubhagya means very, very good, very fortunate. Unendlich glücksverheißend. So Sanskrit is called Saubhagyaman. Saubhagyaman. Man means jealous anger. Das ist so ein leichtes Zurückweisen. All these other newcomer gopis are competing with my Krishna. I'm leaving. So viele sind hier und sie verstehen vielleicht nicht ganz genau Krishnas innere Stimmung. My supreme position is being diminished. Radhika sagt, oder die höchste Position von Srimati Radhika wird vielleicht nicht überall gewertschätzt. Krishna, what? Krishna left 3 billion gopis in the Rasa dance. 3 billion for one. Ja, der Krishna hat 3 Milliarden Gopis, noch viel mehr, unendlich viele Gopis verlassen für diese eine. Er ist ihr nachgerannt. The reason those sadhana gopis that you're worried about got there is because Radharani gave them mercy. Und sind diese Sadhan Siddha Gopis überhaupt dort? Das ist alles von Anfang an, von der bedingten Seele bis sie dort im Lila mit Radha und Krishna sind. Das war alles schon Radharanis Gnade und Begleitung. Wir sind da wegen Radharanis Gnade. So this Vaishnava is complaining, but you ask them, they won't be complaining. So, das ist kein Vorwurf, diese Frage. They're happy to be there. Radharani can do anything. We're here, we made it. We're good. Alles ist so perfekt, genau dort. So they all said, go we start looking for Krishna, and the sadhana start looking for Krishna. Where's Krishna? So, und all diese Sadhan Siddha Gopis, die haben nach für Krishna gesucht und überall gesucht. Remember when you're a kid, you ever get what they call a kaleidoscope? Habt ihr schon mal ein Kaleidoskop bekommen als Kind? It has a bunch of little plastic things inside it too, and you turn it, makes patterns, unlimited patterns. Und kann man es drehen, hat so kleine Perlen drin oder Glasstückchen und dann gibt es Farben. Yeah. That's everywhere in the world for kids. Es gibt auf der ganzen Welt für Kinder. But Krishna's Leela is like that. Aber Krishnas Lila sind so. As every second turn changes, shows a new color, a new feature, a new design. Oder jede Sekunde, wo du ins Lila hereinschaust, ist eine neue Design, ist eine neue Facette, völlig neue Farbe. If you interrupt the flow and stop to try to analyze it, by the time you get back to the flow, it'll be a different flow. Oder wenn du den Moment gerade wieder analysieren willst, ist es schon längst wieder ein völlig neuer Moment. Just get in the boat and sail down the river of Lila. Oder spring einfach ins Boot und lass dich treiben im Fluss des Lila. It's called Sarasiki Bhajan. Swarasika Siddhi Bhajan. Sarasiki. Swarasiki Bhajan, ja. Amen. Other question? Möchte jemand eine Frage? Thank you for the question. What is it? Oh, you asked it. Oh, you asked the question. Okay. Also, er hat gesagt, dass wir das Lieder nicht so interpretieren sollen mit unseren weltlichen Ohren und auch nicht so zuhören sollten. Und jetzt wäre die Frage, ja, wie entwickeln wir denn das Gehör, dass man das anders hören kann? Wie kommt man da überhaupt dazu? So you said that we shouldn't understand the Leela with our mindset and our rationality, but she asked, but what? How can we approach the Leela and how can we
enter and understand the Leela, and what is the way of hearing the Leela? Which ears do we need? How to get such ears? Hey, look how you got it. Ich glaube, sie sind schon da, weil sie sind für das eigentlich gedacht. The question it's been said we can't. All we have in our command to understand Krishna is our mind and intellect. Alles, was wir bis jetzt angewandt haben, um Krishna zu verstehen, ist unser bisheriger Geist und Intellekt. So our eyes and intellect combined with our senses, we study the books and especially the commentaries of our Gaudiya Vaisnava acharyas. Und die sind verbunden mit dem Geist, und mit diesem Geist können wir langsam uns einsenken in die Hinterlassenschaften der großen Heiligen, speziell in Form von Texten, wo sie die Spur hinterlegt haben. Each word of the Gaudiya Vaisnava acharyas commentaries is dipped in the Karuna Rasa of Mahaprabhu. Jedes einzelne Wort, was diese geschrieben haben, ist mariniert in der riesigen Gnade von Chaitanya Mahaprabhu. So therefore there's a special quality of the Gaudiya Vaisnava Tikas on the Shastras to reveal the essence of truth. So, da gibt es eine wunderbare Hinweise, die Essenz dieser Wahrheit hervorzuheben. So in this way, we don't have the eyes, we don't have the eyes to see Leela, we don't have the ears to hear Leela, but our eyes become the eyes of the Gaudiya Vaisnava acharyas, and our ears become the ears of the Gaudiya Vaisnava acharyas. Because the ears of the Gaudiya Vaisnava acharyas are the ears of manjaris. So, wir können, diese Ohren sind nicht dazu gemacht und diese Augen mit denen können wir das nicht sehen, aber mit diesen können wir langsam hereingehen, was die großen Heiligen hinterlassen haben. Und diese Ohren bestehen aus nichts anderem als sie zu sehen und sie zu hören, weil all diese Heiligen, die so Texte auch hinterlassen haben, das sind die Manjaris und Vrindavan. Sakis and manjaris. Sakis und Manjaris. Through Damodara's Lita Saki, Rayarananda Sri Shaka Saki, and the 6 Goswamis are all manjaris. Swarup Damodar ist Lalita Saki, Ramananda Roy ist Vishaka und die 6 Goswamis sind intime Manjaris. So part of the question was, how do we get the eyes and ears of these 6 Goswamis? We get it by regularly studying, and by prayer and by humility. So, wie kann ich diese Ohren entwickeln, diese Sinne, das wahrzunehmen? Es ist ein Studium, aber es ist eine intensive Gebetspraxis und es ist eine Haltung intensivster Demut, des Herabsenkens. So when like once, we want others who want to become Goswami, like especially 6 Goswamis, because they're all manjaris. Wir möchten wirklich speziell uns in die 6 Goswamis vertiefen, weil das sind Dienerinnen von Srimati Radhika, Manjaris. So Srila Prabhupada of ISKCON founder Acharya, he said, if you want to know what it means to be a 6 Goswami, chant the Goswami Astakam, meditate deeply on the meaning of each sloka. Und wenn du diese 6 Goswamis kennenlernen willst, hat Srila Prabhupada gesagt, dann chante Sat Goswami Ashtakam und meditiere über jeden Vers und über jede einzelne Bedeutung. Hey Radhe, Rajadevi, Keshavalite, Nanda Sunakota. Keep going. Shri Govardhana Kamabhavate Kalindi Vanikata. Go Santa Viti Sarvato Vrajapure. Shanta Viti Sarvato Vrajapure. Kedar Mahavivalo. Vande Ruva Snatana Shri Gopal. So Goswamis Vrindavan Ki. And Maharaj, what do you mean? You said with this study we get the ears, but then you said an intense prayer praxis and humility. What does these two mean? Intense prayer and humility. Humility means dainyabhava. It means to think of oneself as very insignificant.
Never have a wrong conception of one's identity. Always be fixed in the identity of a humble servant of Radha Krishna and Gurudev. So, Demut bedeutet, mal herabsteigen von allen Thronen und sich wirklich in jedem einzelnen Moment nicht wieder Dinge aufzuladen und sich in jedem Moment wirklich zu fühlen als ein demütiger Diener von Radha und Krishna und den Vaishnavas. And prayer means to pray. You can chant prayers of Narottam Das Thakur Prarthana, Dainya Bodhika. He has a section of prayers called Dainya Bodhika, or prayers of Sharanagati, or your own words in your own language, praying individually to the 6 Goswamis. If you're reading a book by Raghunath Das Goswami, you pray specifically to Raghunath Das Goswami. Please reveal the secret teachings in these books. Und wenn wir diese Worte von diesen Acharyas hören, von Raghunath Das Goswami, gehen wir zu den Worten hin, verneigen uns und sagen, bitte, legst etwas offen davon. Please reveal the meaning and tattva of these leelas to illuminate my mind and intelligence. Möge dadurch mein Geist und meine Wahrnehmungskraft aus der Stumpfheit ein bisschen herausgehoben werden, erleuchtet. And please fill my heart with the bhavas and rasas of these verses and descriptions, to fill my heart with bhava and ras. Und könntest du bitte mein Herz wieder erfüllen von Bhava und Rasa? Prayer works. Gebete funktionieren. There's a verse in Bhagavatam, 10th canto, that Danda Baba went to a far part of western Rajmandal called Ambikavan. Es gibt im Bhagavatam eine Stelle, wo Nanda Maharaj nach ganz im Westen von Braj gegangen ist, in einen Wald, Ambikavan. Ambikavan is Ambika Devi is a form of Durga. So Nanda Maharaj went there in their Navaratri to do some puja Ambika Devi. So, Nanda Maharaj ist da hingegangen zu Ambika, das ist eine Form von Durga, und er hat dort Verehrung gemacht. Warum? Natürlich immer für den Schutz von Krishna. During Navaratri, Genau, 9 days before Ram Navami. for the protection of Shamsunda. Yeah. What else? Was sonst? So during that time, at night, one python came to eat up Nanda Maharaj. So, und dann ist so ein riesiges Krokodil gekommen und wollte Nanda Maharaj auffressen. Python. Python, ja. And the python was suffering from a curse. He was formerly an angel-like being with wings called Vidyadhara. So, aber dieser Python war zuvor auf den himmlischen Sphären so ein Engelwesen mit Flügeln. The chapter is called Vidyadhara Mukti. Vidyadhara Mukhi hieß er. I think it's like chapter 28 or... Ich glaube, es ist im 28. Kapitel. Im Chapter 28, 10th canto. Im 28. Kapitel. No, maybe it's before that. I think it's chapter 28. Or chapter 28 or 34. Because 28 is Krishna rescues Nanda Maharaj. Von Varunadev. Yeah, that's Varunadev. So that's chapter 34. Krishna saved Nanda Maharaj. Vidyadhara liberation. Chapter 34, 10th canto. 24. Kapitel im 10. Kanto. So what's important about that chapter? Was ist denn so wichtig jetzt an diesem Kapitel? Vidyadhara, Nanda Maharaj liberated from the python. What's the answer? Dass Nanda Maharaj von dieser Python-Schlange wieder befreit wurde. Was ist die Antwort? In case you're wondering where we're going, Weil ihr denkt, wohin gehen wir? we mentioned we're still answering this lady's question. Wir sind immer noch an Franziskas Frage. Because following up that question, Krishna Chandra said, what about ears and whatever? But the humility and the prayer. Prayer. So we're discussing prayer. So, wir diskutieren jetzt Gebet. So the take-home point was they said prayers are powerful. So, Gebete wirken und die sind verlässlich. Krishna hears prayers. Krishna hört in jedem Moment And he responds to our prayers. aufrichtiges Gebet und wird darauf antworten. What's the Shastra Praman, the proof of Shastra at this point? Was ist der Beweis von der Shastra dafür? Oh yeah. Bolier, sprecht!
10th canto, chapter 34, Vidyadhara liberated. Und das ist dieses 34. Kapitel, ist eben der Beweis dafür. Because at that time when Vidyadhara, when Nanda Maharaj was being swallowed by the python, he cried out, Krishna, Krishna Mahabaho! Oh Krishna, Krishna, strong arm one, please save me. Dann, als gerade schon halb verschlungen war von dieser Python, hat Nanda Maharaj gerufen, Krishna, Krishna Mahabaho, oh Krishna, der du so starke Arme hast, hilf mir. Nanda Maharaj was in Ambikavad and Krishna was in Nandagram. Aber war in Ambikavad und Krishna war in Nandagon, weit weg davon. Hat geschlafen. 40 kilometers away. 40 Kilometer weg. So is it physically possible you can hear 40 kilometers away? Kannst du das hören, äußerlich, 40 Kilometer? Without a mobile phone? Ohne Mobiltelefon? No. But Krishna heard, and he immediately flew there in 1 second and saved Nanda Maharaj. So ist in einer Sekunde dahin gegangen und hat Nanda Maharaj gerettet. So what does this prove? Was beweist das? This proves that Krishna hears any prayer from anywhere. Krishna hört jedes einzelne Rufen von jeder Seele. You're in Berlin and you're praying. Du kannst selbst in Berlin Or, beten. Zurich, excuse me. Zurich. Zurich. You're in Zurich praying. Hey Bhagavan Kripakaro. Oh Bhagavan, bitte schenk mir ein Tröpfchen Gnade. Hey Rupa Goswami Kripakaro. Oh Rupa Goswami Kripakaro. Hey Das Goswami Kripakaro. Oh das 6 Goswamis, schenk mir Gnade. Raghunathas. Yeah. Raghunathas. So they hear you and they'll come and give you the knowledge and understanding of their teaching and fill your heart with their bhav. Sofort werden sie dich an der Hand nehmen, nicht immer gerade alles geben, aber sie werden dich nicht immer zur Erkenntnis führen, aber auf den Weg zur Erkenntnis. So the conclusion is prayers work. Diese Gebete funktionieren. Maharaj, just now. Was gesagt hat, kommt mir auch eine Frage in den Sinn. Yes. Now the next question comes in her. Okay. So, wie ich das verstanden habe, ist doch eigentlich, im Krishna-Lila sind doch eigentlich alle permanent nicht bewusst, dass Krishna Gott ist. Ich wollte die gleiche Frage stellen. In Krishna Lila, all the eternal inhabitants, they're all the time not conscious about the divinity of Krishna. Und speziell jetzt zum Beispiel Yashoda und Nanda, dass die ja dann auch sogar denken, das ist ja das Besondere an Vatsalya, oh, ich muss ihn beschützen oder manchmal ich muss ihn ein bisschen rügen und auf die rechte Spur bringen, also ganz deutlich praktisch das Gefühl haben, Eltern zu sein, oder? Und er ist klein. And now Yashoda and Nanda Maharaj, they have this attitude sometimes they have to correct and even chastise Krishna, and all the time they have to protect him. Und jetzt ist es manchmal irritierend für mich, es ist ja nicht die einzige Stelle, die jetzt genannt wurde, dass plötzlich bei bestimmten Situationen schreien auch sie, also die in der elterlichen Liebesstimmung zu Krishna sind, rufen sie jetzt Mahabaho, du hast so starke Arme, rette mich. Und das ist doch ein Widerspruch, oder nicht? And now suddenly, ein kleines Kind rufen. Nanda Maharaj, he suddenly cries Mahabaho, O Bhagavan, who have such strong arms, but you cannot ask your child to protect you. Why not? She thinks it's like their Madhurya will be like, it's in a conflict with the Aishwarya. Because normally they must protect him. Yashoda faints. Okay. Thank you. Nice question. Danke, wunderbare Frage. Question is that Brajvasis have no idea, never think that Krishna is Bhagavan. Sie haben nie ein Verständnis, dass Krishna Gott ist.
The Chaitanya Charitamrita explains what the Vrishvasis experience in Adilita chapter 4. Aber, oder sie, What the Vrishvasis' mood is and their feeling towards Krishna. oder an den 34. Kapitel beschreiben die, was die Stimmung ist der Vrishvasis zu Krishna. Mora Putra, Mora Seka, Mora Pranapati. Which means Krishna is my son, Krishna is my friend, Krishna is the lover of my heart, Pranapati. Mora Putra, oder sie denken, es ist mein Sohn, so denken die Einwohner von Vrindavan. Sie denken, Krishna ist mein engster Freund und ist mein Pranapati, es ist mein allergeliebtester. So denken sie über Krishna. But in Gokul, during Krishna's Namkarna Samskara, name-giving ceremony, Gargarishi said one shloka. Oder als Krishna in Nandagon, in Gokul, getauft wurde von Gargarishi, ist ein Vers aus ihm herausgekommen, aus Gargarishi. He said, you should understand, Nanda Baba, your son has appeared in other ages in a white avatar, red avatar, and a yellow avatar. Bitte, oh Nanda Maharaj, bitte verstehe, dass dein Sohn, der hier jetzt als ein Baby erschienen ist, das ist der höchste Persönlichkeit Gottes und in vergangenen Zeitalter ist in einer roten, in einer weißen, in einer gelben Form immer und immer wieder erschienen. You should understand that your son is Narayana Sama. Narayana Samogunai. Yeah, pretty smart. He's like Narayana, he's equal to Narayana. Bitte verstehe, ist wie Narayana, ist wie Gott, dein Sohn. So the Acharyas comment, occasionally, sometimes in times of separation, the Aishwarya, the Madhurya of the sweet, loving feelings and intimacy of all the Vrishvasis recedes to the background and the Aishwarya appears in the foreground. Die Acharyas erklären, dass manchmal diese Madhurya, diese Stimmung der riesigen Liebe zu Krishna sehen, als ein Sohn, als ein Freund und als einen Geliebten sehen, im Trennungsschmerz manchmal ein bisschen weggehen und dann ist sofort die Aishwarya wieder da. Das Gewahrsein seines Gottseins. So the Acharyas use the analogy if you have a big pot of milk and there's one blade of grass in the milk. So, sie geben das Beispiel von einem Topf Milch, das du kochst und hat ein Grashalm drin. If you stir the pot of milk, you just see milk, all of a sudden someone goes, hey, what's that? And it goes back. Hey, what is that? What is that? You can't find it, you keep stirring. Because when it goes to the blade of grass goes to the bottom of the milk. And 5 minutes later, oh there, I have to get it. It's hard to get it. Dann kochst du die Milch und dann rührst du und dann, oh, hier ist das Gras, aber schon wieder verschwunden, oder? Findest du es nicht wieder? Ein Riesentopf Milch. So the blade of grass is Aishwarya. Das Grashalm in der Milch, das ist die Aishwarya, das Gewahrwerden von Gottes Unendlichkeit und Größe und sein Gottsein. The vast ocean of milk is Madhurya. Und dieser riesige Milchtopf, das ist die Madhurya, diese Liebe, die sie haben. The sweetness of motherly love for a son, friendly love for a friend, servant's love for a master, lover's love for a beloved. Es ist die Liebe der Mutter wie zum Kind, dass sie Krishna wie als ein Kind sehen, dass sie ihn als einen engsten Freund sehen oder als tiefsten Geliebten. So when there's times of danger, although always Krishna is crying for help of Nanda Maharaj, always Krishna is afraid, he's running in fear, Mother Yashoda's stick. And when the lightning cracks in monsoon season, Krishna runs and jumps in the bed of Nanda Maharaj and says, oh, Daddy, protect me. So, Krishna hat manchmal wirkliche Angst vor einem kleinen Stückchen von Mother Yashoda oder wenn es richtig blitzt und donnert, dann hat der kleine Lala hat richtig Angst und rennt ins Bett von Nanda Maharaj und umarmt ihn und sagt, oh Baba, kannst du mich beschützen vor dem? Das ist Gott. So when Nanda Maharaj is in fear of getting swallowed by a snake, he calls for his son Krishna. Und dann, wenn Gott in dieser riesigen Gefahr ist, verschlungen zu werden von dieser Schlange, ruft niemand anders als sein Sohn Krishna. So, okay. Maharaj, one could even say, why doesn't he call Narayan? Even God is too far for him, Narayan. The only thing is only Krishna. You can only have Mamataba for one person.
Mamata means possessiveness. So Nanda Maharaj only has one possession in his whole heart. Has room for one possession, Krishna. Es gibt eine Stimmung, die heißt Mamata Bhav. Oder das heißt, du bist mein Ein und alles, mein Einziges. Und das kannst du immer nur für ein Wesen, für jemand haben. So Nanda Maharaj hat das für Krishna. So selbst in der größten Not ruft er nicht nach Gott, nach Narayan, was für ihn Narayan ist, sondern er kann nur nach Krishna rufen. Ta means tendency towards, and Ma means me. Mamta. Ta means a tendency, inclination towards me, means meanness. So Narayan Maharaj, Bhaktivedanta Narayan Maharaj once said, don't be minus. Das ist ein Wortspiel, das Narayan Maharaj gemacht hat. Das Mamata, das ist so etwas Wesentliches. Was ist mein Innerstes, mein Ein und Alles? Mamata, und Narayan Maharaj hat dieses Wortspiel gemacht, sei nicht meines. Oder minus heißt es weniger als meines. Ja. Oder das Mamata, das Zugehörigkeitsgefühl, das musst du haben, sei niemals ohne das, sei niemals meines. So the question is asked, how is it that Nanda Maharaj didn't call out for Narayan? Because in his house he's worshiping the deity of Lakshmi Narayan. Wieso ruft er denn nicht Narayan Gott an? Weil in seinem Haus hat Nanda Maharaj verehrt er Narayan. So we're worshiping the deity of Krishna Giriraj. Oder? Warum nicht ein Deity von Krishna und Giriraj? But if we get in a dangerous situation, we're going to cry out Radhe, Radhe. Wenn wir, oder, selbst wenn wir ein Krishna-Deity haben und ein Govardhan Shila, dann, wenn etwas ganz Schwieriges ist, was rufen wir dort, wo wir Mamata Bhav haben? Radhe, Because Manjari's Mamata Bhav is for Radharani. Oder die Mamata Bhav der Manjaris ist nur für Radharani. Manjaris worship Krishna, but their Mamata is for Radharani. Sie verehren Krishna, aber ihre Mamata Bhav und alle ihre Herzenszueinung ist für Radharani. Jaya Jaya Sri Radhe. Radha Kunda Bhagavan Shri Krishna ki. Mere Swami. Mere Swami. Praneshri. Praneshri. Pranay Shri. Dort, wo ich Pranay Bhav habe. Yeah, a Rasik temple president there. I'm not the temple president. Whatever you call it. Mukhya Pracharak. Mukhya Pracharak, main preacher. Just little, Rasik Jan. little sermon. Okay. Question. Mag jemand? Ja. Raghunath Das Goswami said that this place is the most holy place, and with a big number. But because Raghunath Das Goswami stayed his whole life here, isn't it a little bit subjective, what he said? Or can you say it's really the most holy place for everyone? Because some other people have also other moods, Right. Oder? Raghunath Das Goswami hat gesagt, das ist der allerhöchste Ort. Aber er ist ja vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil er da gerade so ist. Ist es für alle? The question is, Raghunath Das is saying of all the places in Brajmandal, Radha Kunda is the topmost. Is this a subjective statement, or it applies to every Gaudiya Vaisnava, or what? Because other Gaudiya Vaishnavas may have interest in other Devotees, other Bhavas. Es gibt vielleicht andere Gaudiya Vaishnavas, die ein Interesse haben an anderen Stimmungen. Gaudiya Vaishnava means a worshipper of Nandanandan and Vrindavan in the mood of the gopis. Oder? Was ist ein Gaudiya Vaishnava? Das ist jemand, der Nandanandan verehrt. Der wunderbare Sohn von Nanda Maharaj in der Stimmung der Gopis.
The proof of this is a verse by Srinath Chakravarti, who's an Acharya in the way to Parivar. Oder es gibt einen Vers von Sri Radha Chakravarti in der Advaita Parivar. The verse is quoted in Srila Prabhupada's Slokamrita, Und das ist im or Prabhupada Sloka book. im Versbuch von Prabhupada erwähnt. The Maharaj's Slokamrita book. In der Maharaj Slokamrita Buch. Aradhya Bhagavan Brajesha Tanya Sridam Tadam Vrindavan Ramya Kachidupasana Brajavidavir Sagamrita Shri Chaitanya Mahaprabhu, no, Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Pramanam Prema Pamataman. Srimad Bhagavatam Shri Chaitanya Mahaprabhu Mataridam. No. So this verse says, well, all the forms of Krishna, we worship Krishna Vrindavan, Nanda Nanda. Oder was ist das, was wir tun? Wir verehren Nanda Nandan, der Sohn von Nanda Maharaj, diese Form Gottes. And we all worship Upasana for all, that's the Upasya. The Upasya, the object of worship is Nanda Nanda and Vrindavan with Radharani. Oder? Und wie verehren wir ihn? Oder? So wie die Dienerinnen von Srimati Radhika da herangehen, in diese Stimmung. And the method of worship, Upasana, is Ramya Kachid Upasana. Das ist diese Ramya Kachid Upasana. Was für eine Verehrung? The Upasana, the method of worship, is to follow the young married brides of Vrindavan, the way they worship Krishna. Oder wir möchten denen nachfolgen, diese wunderbaren, jungen, liebenden Gopis. This is Stairati and Madhurya Rati and the Bhav of Gopi Bhav Sakhi Bhav. Das ist Madhurya Rati und das ist Sakhi Bhav. So this is the meaning of a Gaudiya Vaisnava. Das ist die Bedeutung von Gaudiya Vaisnava. So Raghunath Das Goswami is epitomizing and exemplifying the Siddhanta and the Bhav of every single Gaudiya Vaisnava. So, der Raghunath Das Goswami verkörpert diese Stimmung und Siddhanta, philosophische Schlussfolgerung von allen Gaudiya Vaishnavas. Every Gaudiya Vaishnava is supposed to follow Rupa Raghunath. Alle Vaishnavas folgen Rupa und Raghunath Das Goswami. Every chapter of Chaitanya Charitamrita ends with a sloka. Jeder Vers am Ende von Chaitanya Charitamrita endet mit dem gleichen Rupa Raghunath Padayara Chaitanya Charitamrita. Yeah, that's it. It ends with a verse spoken by Krishnadas Kaviraj, who is the 8th Goswami. The 7th Goswami is Lokanath Goswami. Und der 7. Goswami ist Lokanath Goswami. 8th Goswami is Krishnadas Kaviraj. Und der 8. ist Krishnadas Kaviraj Goswami. So Krishnadas Kaviraj ends every chapter of Chaitanya Charitamrita saying, Und sagt eben am Ende von jedem Kapitel, my goal of life is to follow Rupa and Raghunath. Ziel von meinem Leben ist Rupa und Raghunath nachzufolgen. Rupa Goswami said Radha Kunda is the topmost place of Gaudiya Vaishnava sadhana bhajan. Also Raghunath Das Goswami Rupa sagen, das ist der höchste Ort der Verehrung. Rupa Goswami personally trained Raghunath Das Goswami in the method of Manjari Bhav sadhana. Und Rupa Goswami hat Raghunath Das Goswami persönlich trainiert in Manjari Bhav Sadhan, wie eine Manjari dient. Rupa Goswami personally placed and established Raghunath Das in Radha Kunda. Und Rupa Goswami hat Raghunath Das Goswami speziell hier hingepflanzt. Mach hier Bhajan, hier wirst du alles bekommen. So if someone is interested in Madhurya Rati or Gopi Bhav, the best place for Bhajan is Radha Kunda, according to Rupa and Raghunath. So gemäß Rupa und Raghunath ist das der perfekteste Ort für Bhajan. Although some Gaudiya Vaishnavas live in Barsana or other places, that's also, every place in Vrindavan is perfect, and you can say Siddhi every place in Vrindavan. Oder? Aber jeder Ort in Vrindavan kannst du Siddhi, spirituelle Perfektion erhalten. For example, there's a great saintly person, Vinod Hari Baba. Es gibt einen Vinod Hari Baba, we will meet him. Yeah. Okay, he lives in Barsana. Lebt in Varshana. But sometimes he lives in Chandra Sarovar in Govardhan. Und Mama geht zu Chandra Sarovar, lebt auch dort. And sometimes he lives in Prince Sarovar. Mama geht zum Prem Sarovar und lebt dort. But he's been many years, like 35, 40 years in Vrindavan. Und seit 35 Jahren macht intensivsten Bhajan hier in Vrindavan. And many times he stayed in Kartik and Radha Kunda. Und oft ist auch am Kartik am Radha Kunda. So he's lived at different places in Braj Mandal,
but he's settled up in Barcelona as his final place. Oder? Und ist oft in Varsana, das ist so sein Hauptort. If one has some other Baba and he's not taking shelter of Lord Chaitanya and different Sarati, then he'll find more encouragement in another Lila style. So, es kann sein, oder? Dass durch innere Inspiration manchmal auch an anderen Orten innere Bereicherungen erhält. It's like Rasgula. Which side of Rasgula is sweet? Also diese weißen Süßigkeiten, diese Runden in ihnen. Wenn du da fragst, welche Seite ist süß? Which side is sweeter? Süßer. I don't know. Front, this is front. This is the back. No, it takes sweet. So Vrindavan is the Rasgula. Vrindavan is a Rasgula. So wherever you do bhajan, you end up with a sweet ending. Madan Samapayat. Und was ist das? Der Dessert ist immer am Schluss, so nebst Vrindavan. Madan Samapayat. Süßigkeit zum Schluss. Now, Shama has a question. Shama has a question. Prabhupada spricht oft davon, dass dort, wo der heilige Name erklingt, Vrindavan ist. Ich habe die sehr seltene Gelegenheit, hier zu sein. Was für eine Art von Vrindavan ist es denn, oder kann es sein, wenn ich nicht hier bin und der heilige Name erklingt? Okay. Srila Prabhupada often says, there where you chant the holy name, this is Vrindavan. So what kind of Vrindavan is this? Because I don't have so much time to directly spend here in Brajamandal. Well, what's the problem? So, but what's his problem? So is it full Vrindavan when I just chant the name anywhere? Vrindavan can appear anywhere. Vrindavan kann tatsächlich überall erscheinen. The Adiveda Chaitanya Charitamrita, chapter 5, verse 18, describes the location of Vrindavan. Oder? Dort heißt es im Chaitanya Charitamrita, wie Vrindavan verortet ist. Adi 5, verse 18. Das ist im 5. Kapitel, Vers 18. Says Sarvagata. Sarvagata heißt alldurchdringend, überall gegenwärtig. Sarvagata Adanta Vibhu. Und Adanta Vibhu. Upari. 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 Sarvagata means Vrindavan is everywhere. Vrindavan ist überall. It's unlimited. Und es ist unlimitiert, es gibt kein Ende. Vibhu is grand and glorious. Und Vibhu heißt, es ist riesig. The Shubha is up. Und es ist oben. Heaven is up there. The Sari is down there also. Aber es ist unten auch. Es ist allgegenwärtig. So it's in Berlin. Es ist in Berlin. It's in Zurich. In Zürich. Or Golokadam or whatever. Ramadam or whatever. Anandadam, she said. This is our ashram. Anandadam. Yeah. That's cool. Down, annex. That's great. So don't worry. Hare Krishna, go to Krishna. So, but Maharaj, when you say, okay, you can just chant, and the Dham is all pervading and everywhere, why are you at Radha Kunda? Some things are inexplicable. Einige Sachen sind nicht erklärbar. Ask any married man why he got married. Frag irgendwann einen verheirateten Mann, warum die geheiratet hat. And he'll say inexplicable. Sagt unerklärlich. Love has its own rule. Liebe hat seine eigenen Regeln. They say love knows no rules. In love there's no rules, in rules there's no love. Dort wo Liebe ist, gibt es keine Regeln und dort wo viele Regeln sind, da gibt es keine Liebe. So you want to be with the one you love. Du möchtest einfach dort mit dem sein, mit dem du liebst. I fell in love, I came to Madan in 1977, I fell in love with it. So, ich bin 1977 ganz nach Vrindavan gekommen, dann bin ich hier, habe ich mich verliebt.
took me 10 years to unite with my beloved. Und es hat dann 10 Jahre gebraucht, mich mit meiner Geliebten zu vereinen. For 10 years I cried in separation from my beloved. Und 10 Jahre habe ich in Trennungsschmerz von meiner Geliebten geweint. Finally I cried enough and prayed enough. My beloved said, okay, come on. Und dann nach 10 Jahren haben die gesagt, jetzt hast du genug geweint und geschrien, komm, komm. So Radharani answered my prayers, brought me to Vrindavan and gave me Indian citizenship. I've been here for 36 years. So, ich bin jetzt seit 36 Jahren hier, ich habe indische Staatsbürgerschaft bekommen. Jaya Jaya Sri Radhe. So, Maharaj, just in addition, can we continue a little? yeah, why not? Maharaj, someone said in a group, I can chant japa, and I cannot say it's a meditation on Manjari Seva. It's not really, I chant japa, and sometimes I feel some happiness, sometimes I feel intense peace, but I cannot say this chanting is the meditation of service of Srimati Radhika. So, how to connect Naam Japa with a meditation of Manjari Bhav? Ja, einige haben gesagt, oh, manchmal ist das Chanten ein bisschen trocken. Das ist noch nicht wirklich so tief erfüllend. Und dann, es ist noch nicht wirklich eine Meditation. So, wie kann man sehen, weil ich da chante, man kann manchmal ein Gefühl haben von tiefstem Frieden, von einer Erfülltheit oder so ein inneres Glück, das kommt manchmal, aber es ist noch vielleicht nicht. Ist das jetzt direktes Dienen zu Srimati Radharani, was ich hier chante? Und wie kann man eine Meditation bekommen, dass Chanten wirklich ein Seva ist zu Srimati Radharani, ganz direkt? The question is, how do we connect chanting of Hare Krishna Japa with the mood of Manjari? Yes, and that it is Seva. Our chanting of Hare Krishna is Seva. Yeah. First of all, you have to establish the Prema Viva Prema Shraya, which means in your heart you have to first establish Manjari Bhav. So, zuerst muss man mal im Herzen den Ort meiner wirklichsten Zuflucht. Was ist es? Oder wir können lange chanten und wir denken immer, ich habe das und das und das und das ist meine Zuflucht. So ist wirklich der Seva zu Srimati Radharani, ist das wirklich meine Zuflucht? Because the Sadhaka Jiva is Viva Prema Shraya, and the Maha Mantra is the Viva Prema Vishai. The object of love is Krishna in the Maha Mantra. And the shelter of love is the devotee chanting Hare Krishna. So, wenn wir chanten, ist das Ziel, das wir verehren. Das ist Krishna, das ist das Maha Mantra. Aber derjenige, der verehrt, das sind wir. But if Manjari Bhav is not in your heart, you can't connect the chanting Hare Krishna with Manjari Bhav. So, Manjari Bhav ist nicht einfach etwas, was im Herz ist. Du kannst es nicht einfach so verbinden. So it's all hypothetical discussion without the first you establish the Bhav in the heart of the Ashray, then you direct that Bhav to the Vishai. So, zuerst mal, was ist wirklich meine Zuflucht? Ist es Srimati Radhe? Bin ich selber bereit, wirklich so zu dienen? So how does one establish Manjari Bhav in the heart to start with? Ja, wie kann man Manjari Bhav im Herzen etablieren? Comes by the mercy of Guru. Das geschieht durch eine Gnade des Guru. And Guru is in Parampara. Und der Guru ist in einer Schülernachfolge. Then when you can chant the Maha Mantra in Manjari Bhav, meditating on the Seva Radharani through the feelings of that body.
Oder? Und dann kann das kommen, dass ich wirklich, wenn ich chante, das Gefühl habe, oh, jetzt diene ich Srimati Radhika. Otherwise, just keep chanting and feel happy and feel peaceful by chanting and wait till the Bhav enters your heart. Und sonst wartest du und fühlst dich einfach mal glücklich und still und friedlich und schön warten und sehnen, bis so eine Bhav kommt. But if I don't want to be happy and peaceful, Chant because it's over your Guru. dann chantest du, weil dir das der Guru offeriert hat. And chant with the conviction. Everything's based on faith and conviction. Conviction that Krishna likes to hear his name chanted. So I'm chanting to please Krishna. He'll be pleased if I chant his name. So, oder? Wir wissen, oh, das göttliche Paar liebt es, weil sie ein Interesse an uns haben. Sie lieben uns einzuladen und sie freuen sich, wenn wir diesen Namen chanten. And he says in Gita, people chant my name all the time. Sadhana Kirtayantama. Satatam Kirtanam. Always, Krishna says, always chant my name. Satatam Mam Kirtan. So I'm always saying Nam Kirtan, Chavanam. Krishna, will you please? So, Krishna hat eine ganz scheue Bitte, in der Bhagavad Gita sogar, wo er sagt, Sadhana Kirtayantama, könnt ihr bitte, wenn ihr mir eine Freude machen möchtet, ständig diesen Namen singen, weil er genau weiß, dann sind sie mit mir verbunden. And Guru also will be pleased because that's his order. Und der Guru ist auch darüber erfreut. Yasya Prasad, Bhagavad Prasad, Yasya Prasad, Nagati Gatovi. Weil er das Beste für den Schüler will. Und deswegen gibt er ihm diesen Auftrag. Und wenn der Schüler das tut, ist der Guru auch erfreut. Und wenn der Guru so erfreut ist, ist Krishna davon überwältigt und wird alles geben. If you please the Guru, he'll make the bhav that he placed in your heart at Diksha fructify with full experience of Manjari Bhav. Und wenn der Guru erfreut ist, dann wird er diese Stimmung, die er bei der Einweihung mal als Same ins Herz gelegt hat, nämlich die Stimmung der Manjaris, wird er voll zum Erblühen bringen. As a Ragmai Bhakti Guru is fixed in Manjari Bhav Upasana. When he or she gets Diksha, he places at time Diksha places the Manjari Bhav in the heart of the disciple. So, in der Phase von Radha Kunda Bhakti ist der Guru völlig fixiert als Dienerin von Srimati Radharani, und wenn er auch nur Diksha gibt, das heißt den heiligen Namen und die Mantras, dann tut er ganz heimlich schon etwas hereinsetzen, nämlich diese Stimmung. So by your individual hearing and chanting, hearing Bhagavatam, chanting Nam Kirtan and doing Seva, the seed of Bhava Diksha becomes a plant, becomes a sprout. Und dann wird das, oder? Durch jedes Namen, den man chantet, wächst dieser Name, oder? Und beginnt heranzuwachsen als die ewige Gestalt. And by pleasing the Guru, by your dedication of your life in various services, that plant will manifest leaves, flowers and fruits. Oder? Und wenn der Guru so erfreut ist, dann wird das heranwachsen, diese Pflanze, die er da herangesagt hat, in Form von Blumen und Früchten und Blättern. And the flower on the plant of Bhakti is Manjari Bhav. Die Blume von dieser Pflanze von Krishna Bhakti, das ist Manjari Bhav. And the fruit of the Bhakti Lata is Manjari Prem, Sakhi Prem, Radha Krishna Prem. Und was ist die Frucht davon? Das ist enorm reine Liebe. Jai Radhe. Jai Radhe. Ja. Die Diksha-Einweihung erwähnt. Und wir hatten bei einer Lektüre von Narayan Maharaj gelesen, wo er das so beschreibt, dass Diksha eigentlich bedeutet, also das ist ein Prozess. Das ist doch mal schön die Frage, inwieweit ist Diksha-Einweihung als wirklich so ein Initiationsmoment und Ritus von Bedeutung für den eigenen inneren Weg und auch vielleicht für die Beziehung zwischen dem Schüler und dem Guru. So, she heard a lecture, and they were reading a lecture of Narayan Maharaj, where he describes Diksha as a process, a slow process.
So maybe you can speak something about the importance of this moment of Diksha and how important it is for a disciple. Question is, can we speak something about the importance of Diksha and how important it is for the disciple to receive Diksha? Yes, at the moment, or is it like a long, long process, like Maharaj in one lecture also spoke about? Well, Rupa Goswami and Bhakti Sindhu describes the 64 limbs of Bhakti. He says, Guru Padashraya Dikshari Shikshanam. Ganz am Anfang von Bhakti Rasamrita Sindhu beschreibt er 64 Teile von Bhakti und dort sagt er Zufluchtnahme zum Guru und Diksha zu nehmen. So Diksha means beginning. Und Diksha bedeutet anfangen. Diksha means getting accepted in the university. Diksha bedeutet sich einzuschreiben in die Universität. It's Radha's University of Praying. Einweihung heißt also dann ein Einschreiben in die Universität von reiner Gottesliebe. So acceptance is one thing, or graduation is something else. Oder Einschreiben ist anders und dann die Doktorarbeit absolvieren, das ist noch was anderes. Most people drop out of college after the second year. Die meisten Studenten sind im 2. Jahr, komischerweise. They get married, or God forbid, they join the Hari Krishnas. Und dann sind sie zu den Hari Krishnas gekommen. Lesser of two evils. After 2 years, they either get married or join the Hari Krishnas. Or both. Oh. Anyway. Viele sind beim Studium plötzlich mit einer Sehnsucht in Berührung gekommen und dann ging es nicht mehr so bergauf mit weltlichem Studium. It's slow as you walk. It's slow. If you walk slow, it's slow. You run fast, it's fast. Es kann langsam gehen oder enorm schnell. But frankly speaking, Srila Maharaj said, Diksha is the beginning. Diksha, Narendra sagt da, Diksha ist ein Anfang, Einweihung. That's a long road to perfection. Und es ist ein langer Weg zur Perfektion. He's correct. Und er hat recht. So now what? So, okay, but maybe you can say about the important moment. So what happened? What is transformed at the moment? Okay, what happens at the moment of Diksha? This is described by Sri Chaitanya Mahaprabhu in Ati-lila of Chaitanya Charitamrita. I believe it's chapter 6 of Ati-lila. Oder im 16. Kapitel im Antya-lila beschreibt Chaitanya Mahaprabhu, was geschieht dann bei dieser Einweihung, bei der Diksha. The verse starts out like this: Diksha Kali Atma Samarpan. Then it says Siddhanta Rup. At the moment of Diksha, through the Diksha mantras. What are the Diksha mantras? The Diksha mantras are Gopal mantra Kam Gayatri. So, oder der Vers heißt Diksha Kale Bhakta Kore Atma Samarpan. Zum Zeitpunkt der Diksha wird der Schüler wirklich sagen, ich bin bereit, ich möchte mich ergeben. Und das wird immer und immer wieder auch erneuert. Aber was passiert? Es kommt Ewigkeit in dem Moment. Setzt der Guru Ewigkeit hinein, eine Ewigkeitskraft. One receives a spiritual body at the time of Diksha, and in that spiritual body one renders service to Radha Krishna. This is what Lord Chaitanya describes in Ati-lila. Und man erhält einen spirituellen Körper und in diesem wird man dann Radha und Krishna ewigen Dienst darbringen. So in order for that to happen, it has to be Atma Samarpan. Das wirklich, dass es kommen kann, dass es florieren kann, braucht Atma Samarpan, völlige Hingabe. Which means physical and psychic surrender and submission to a living guru. Oder es ist mentale und physische Ergebung zu einem lebenden Guru. Living guru. Lebenden, ja, jetzt da. Breathing, living, speaking, sleeping, eating. Living guru. Oder jemand, der ist, da ist und wirklich vor einem ist. Because one part of the Diksha Vidan, the Diksha ceremony, is all kinds of nyas is done and
Bhuta Shuddhi, purification of the jiva by the Guru with different mantras and sprinkling water. And puja, Gatstavana puja, and puja of Guru and puja of Thakurji, and offering Dhanavats with the head at the feet of the Guru. All this is required for Diksha, described in Hari Bhakti Vilas, Vaisnava Goswami, Sikh Goswami. Natürlich gibt es auch andere Sachen. Es gibt so Reinigung der Seele zum Zeitpunkt der Einweihung und es gibt Ergebung und es gibt Verehrung, die man zum Guru macht und Dandavat, eine Verneigung, das sind äußere Dinge. Yeah, good. So no such thing as taking Diksha from a Ritvik or some situation like that. It's not described in Shastra. So, man soll nicht einfach Einweihung nehmen von Ritvik-Gurus. Das sind Personen, die schon lange physisch nicht mehr da sind. People can believe anything because the tendency towards delusion is quite thick. So, man hat das Recht in dieser Welt, alles glauben zu dürfen, weil die Tendenz zur Illusion ist so dick. But the only thing that's true at all times is something that's true for all places at all times is eternal, and the Shastras and Shrutis are eternal. So, aber es gibt Dinge, die ewig da sind, zu allen Zeiten, zu allen Orten. Und das ist, was Shastra ist. They describe the Diksha process in specific terms. Und sie beschreiben den Diksha-Vorgang in spezifischen Ablauf. A living Guru and a living disciple. Es braucht einen lebenden Guru und ein lebendiger Schüler. I hope you're alive, I don't know. Ich hoffe, ihr seid noch lebendig. Ja? Translate the joke too. So the SS Titanic Ritvik ship just sunk. Yes, it was already sunk. Touche. That was a good comeback. That was good. Das Verständnis, dass man eben von toten Gurus aus der langen Vergangenheit Einweihung nehmen hat. Dieses Schiff ist jetzt gerade gesunken. It's a matter of fortune. If one has a Sadguru, he or she is very fortunate. Oder es ist eine Frage von riesigem Glück. Wenn man weiß, dass Sri Guru in einer reinen Form vorankommt, das ist ein Riesenglück. But the practice of Bhakti Bhajan goes on for many, many lifetimes. Aber die Praxis von Vaidhi Bhakti, wo der Anstoß zu Bhakti von außen kommt, das kann für viele Leben gehen. This point is confirmed in Bhagavad Gita. Das sagt Krishna in der Bhagavad Gita. Chapter 6, verse 44. 6,44. Purva Vyasena Yavasha, Rina Yavasha. It says one automatically picks up the spiritual practice from previous lifetime. Oder? Man wird den Vorgang der Bhakti wieder aufnehmen, aufgrund von Sehnsucht und Praxis aus vergangenen Leben. Purva Abhyas, Purva Vyasena Riyate Yavasha. Yavasha means immediately, spontaneously, automatically. Oder? Purva Abhyas heißt vergangene Praxis. Und Vasha Purva Yavasha. Heißt, er wird wie gezwungen, er wird wie hereinkommen, natürlicherweise wieder angezogen werden. Srila Prabhupada said to his disciples in New York City, don't think this is the first life you practice Bhakti Bhajan. Oder Prabhupada hat seinen Schülern in New York gesagt, denk nicht, das sei das erste Leben, wo ihr Bhakti Bhajan macht. Everyone sitting here has also practiced Bhakti Bhajan last life. Oder ihr habt schon Bhakti praktiziert im vergangenen Leben. Guaranteed. Garantiert. So maybe 1 or 2 more lives and we're out. Oder vielleicht noch 2, 3 Leben und dann im Zuhause. So keep hope. Ashabandha. Ashabandha heißt riesige Hoffnung in jedem Moment aufrechterhalten. Just keep going, keep going, keep going. Geht weiter. She has a burning question still. Burning question, don't burn up on us. Also verbrenn dich nicht, ja? Wenn diese Einweihung schon passiert ist, schon mit Diksha, vielleicht Shiksha in einem
früheren Leben, braucht es dann im aktuellen Leben die nochmals Einweihung. So, when a diksha already happened in a previous life, even from a Sadguru, does it need it again in this life? Yes. If someone has a diksha from last life from Sadguru, because what happens if you have a Sadguru in your last life, you were a good devotee. In this life you'll meet the Sadguru again and take diksha again. Wenn du im vergangenen Leben einen reinen Guru gehabt und Einweihung bekommen hast, dann solltest du es wieder tun. Und die Folge von, dass du einen Sadguru getroffen hast in der Vergangenheit ist, dass du wieder, dass es dieser Guru wieder organisiert, dass du wieder einen Sadguru treffen wirst. Sakshudana Devaye Jami Jami Prabhu say, birth after birth you are my Prabhu. Nartan Das Thakur, Prem Bhakti Chandrika. Prem Bhakti Chandrika betet, Narada Das Thakur, Geburt für Geburt bist du mein ewiger Meister. Guru Vandanam, Guru Vandanam. Shri Guru Shanapada. So, but then it's the same, it's not another. Same one. Different acharyas have different comments explaining this Prem Bhakti Chandrika. But our Guru Baba, Satyanarayan says, the Guru attains perfection, he goes to the spiritual world, doesn't come back. So, wenn man der Geburt für Geburt, dass man ewiger Meister ist, dann sagt Satyanarayan, sagt dann, aber der Guru hat eine Perfektion, er geht nach Hause, er kommt nicht extra wieder wegen dir. Because that's what happens if you go to the spiritual world, don't come back. But that's one view, that's one subjective view of one acharya, that is true. There's also other acharyas that say, quote this verse, says, Jami Jami Prabhu say, that this means that the same Prabhu, same master becomes my master in next life. So, und andere Acharyas sagen, nein, es ist der gleiche, der wiederkommt. Chandogya Upanishad explains, which is quoted in a commentary by Babaji Vijabhushan, Govinda Bhasya, commentary on Vedanta Sutra. Chandogya Upanishad says a mukta jiva, a liberated soul, can have 1,020 different forms. Oder? In der Chandogya Upanishad, die Babaji Vijabhushan in seinem Kommentar zum Vedanta Sutra kommentiert, sagt, eine befreite, perfekte Seele kann 1020 gleichzeitige Formen annehmen. So your Guru last life gave you diksha, and he attained prayer and went to the spiritual world. He'll come back another form. He'll stay up there in the city, he'll come back another Guru Swarup and give you diksha again next life. Das heißt, er kann Perfektion erlangt haben, er kann nach Hause gegangen sein, aber in einer anderen Form nimmt er hier eine Guru Swarup an und hilft dir wieder auf dem Weg. Has to be. Bhagavad Gita chapter 8 verse 6. Oder? Es muss so sein. Yam yam vavi sram bhava, jaja danti kleram, tame vaiti kote, sada tad bhava bhavata, sada tad bhava bhavata, sada tad bhav. That bhav, that mood, that feeling, you're always cultivating throughout life, you'll get that position, get that condition in the next life. Das ist ein ganz einfacher Vers in der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, diese Bhav, diese Grundhaltung, diese Grundstimmung, die du im Herzen trägst, sicherlich wirst du sie im nächsten Leben gerade weiterfahren dürfen. So someone is always meditating on the Guru, always thinking of the Guru, and always dreaming about the Guru and serving the Guru. What are they going to get in their next life? They're going to get somebody else for Guru? Not possible. Oder? Wenn du die Bhav hast, so eine Liebe zum Guru und immer an ihn denkst, wenn du dann im nächsten Leben, weil du noch nicht perfekt bist, willst du dann irgendjemand anders als Guru bekommen? Nein, das ist unmöglich, das ist der gleiche. Soll man dann halt noch nicht diese Beziehung zu Guru haben? And if you don't have this intense bhav towards the Guru, And you'll get some Guru. dann bekommst du auch irgendeinen Guru. And if you found a guru and he doesn't want to give diksha, do you have to insist and annoy him until he does it, or do you have to look for another one? I didn't hear. So if you find some devotee and he doesn't want to give diksha, should you going on and insisting?
Is it Krishna Chandra? I don't know that's what it is, it's not my business. Well, what's the question? Should you keep going? Should one insist? Insist? Yeah, you try. It's like you ask somebody to marry you and they say no, you keep asking. Ich möchte jemanden heiraten, aber sie sagt noch nein, dann frage ich einfach weiter. Eventually she may went away and resistance. Okay. I give up. Okay, come on, let's go. Let's live our life together. Only marriage is for one life, but this choice for... It's for 7 lives. 7? Oh, okay. You ever get married? No. Smart. Sagt, Heirat ist für 7 Leben. Bist du verheiratet? Nein. Okay, intelligent. Jaya Radhe. Jaya Jaya Sri Radhe. Maharaj, Yeah. we want some dakshin. You want some dakshin? No, we come very far and we Yasyatma Buddhi Gunabetri Dhatuke. You know, we didn't come just to take a bath and we didn't come here just for seeing places. We come here especially for sadhu sangha, for thousands and thousands of miles. So you are a resident of Radha Kunda. You are very dear to our heart. We study in our ashram this book also, and many of the books of Mahanidhi Maharaj, you know, Sarartha Darshini. This is the commentary here compiled from Vishwanath Chakravarti Thakur. It's an uncomparable wealth for the Vaishnavas, this book. So we feel connected to you already, Maharaj, and maybe you can take us in your heart and add us on the list, like Rupa Goswami is praying, Gandharvike nijagane gananam videhi. I'm falling down again and again and crying, and maybe you can add me on the list of your kripa. So we ask the same for you also. Jai. Bhavatu. Babadu heißt, es wird so geschehen. Möge es geschehen. Thank you. Thank you very much. So that's it. Yeah, we will go also now for... I'll give you guys a little prasad, a little sweet again. Jai Jai Sri Radhe.